Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es wieder soweit für die nächste Runde Bokopoli. Ich freue mich schon mega. Die letzte Runde, beziehungsweise meine Bokopoli-Bücher für den Monat August waren etwas erfolgreicher als im Monat Juli. Das ist schon mal sehr gut. Das hat mich dann auch ein bisschen mehr motiviert, muss ich sagen. Genau, ich hatte ja letzten Monat einmal Alice in Borderland 1 gezogen. Das habe ich auch geschafft zu lesen, aber meine Meinung gibt es dazu dann natürlich wieder im Lesemonat. Dann hatte ich diesen, oh, es ist so schwer, dieses Sachbuch, nämlich We Are Everywhere. Ein ziemlich großes, schweres Buch. Das habe ich auch geschafft zu lesen, unglaublicherweise. Auch dazu die Meinung dann im Lesemonat. Meine Güte. Und dann hatte ich noch die 7 Türen gezogen und ihr seht, hier oben ist ein Lesezeichen drin. Ich habe es bisher nur auf Seite 38 geschafft. Ich habe es aber auch gestern Abend erst angefangen. Also ja, ich habe es angefangen, aber ich denke nicht, weil es hat irgendwie 540 Seiten oder so, dass ich das heute noch komplett lesen werde. Deswegen würde ich sagen, rede ich gar nicht so lange hin und her, sondern ich würde direkt anfangen zu würfeln, weil ich bin diesmal wirklich gehypt darauf. Ich weiß nicht, ab heute, beziehungsweise seit dem 1. ist für mich Halloween-Saison, also ich bin von der Laune her sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Das Spielbrett ist aufgebaut, ich hoffe, das geht so ein bisschen, die Sonne scheint hier gerade so rein, deswegen diese Schatten. Ja, letztes Mal bin ich ja zum Schluss auf dem Feld Sachbuch gelandet und das war ja so eine mittelschwere Katastrophe, beziehungsweise es war ja generell irgendwie eine Katastrophe gefühlt, alles, was ich gewürfelt hatte. Deswegen hoffe ich, diesmal wird es ein bisschen besser. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich würde einfach mal würfeln. 3. 1, 2, 3. Eine Ereigniskarte. Okay, ich bin sehr gespannt. Es kann jetzt sehr gut oder sehr schlecht werden. Okay, ja. Ein Taschenbuch. Das ist eine einfache Aufgabe, die ich bewältigen kann. Das sollte machbar sein. Das ist schon mal sehr gut. So, dann Versuch oder Wurf Nummer 2. Eine 2. 1, 2, eine Ereigniskarte. Noch eine Juhu. Oh Gott, ich habe Angst. Ein Buch aus einer Buchbox oder aus einem Abo. Das sollte auch relativ einfach sein, da ich ja die Zauberbüchse abonniert habe. Aber mal schauen. Und jetzt ist schon wieder der letzte Wurf. Das geht immer so unglaublich schnell. Bitte sei gut, bitte sei gut. Eine 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Noch eine Ereigniskarte. Oh mein Gott. Okay. Was haben wir hier? Ein Buch zum Film. Auch ein, ja, kritisch. Okay. Witzig. Haben wir diesmal nur Ereigniskarten gezogen. Ich versuche die mal hier irgendwie noch mit ins Bild zu nehmen. Nee, so, ja. Das gab es, glaube ich, auch schon ein paar Monate nicht, dass ich nur Ereigniskarten hatte. Oder hatte ich das überhaupt schon mal? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Aber ja, ich würde mir jetzt zu diesen Dingen, zu den Ereignissen Bücher aussuchen und würde sie dann zeigen. Ich habe jetzt alle Bücher rausgesucht. Ich muss sagen, es war doch nicht so einfach, wie ich im ersten Moment dachte. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Auswahl. Und zwar hatte ich einmal für ein Buch zum Film, das war tatsächlich das Schwierigste und ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob das nicht so ein bisschen geschummelt ist. Aber ich habe mich jetzt hier für Cruella die Teufelin entschieden. Erstens, ich habe wirklich irgendwie kein Buch gefunden, was jetzt zum Thema ein Buch zum Film passen könnte. Und das war das Einzige, was halt rankommt, da sie ja schon einen eigenen Film auch hat. Und sie kommt auch in 101 Dalmatiner, glaube ich, vor. Ja, von daher habe ich mich jetzt hierfür entschieden, weil das einfach das nächste war, was herankommt an diese Aufgabe. Hier bin ich schon sehr gespannt. Das ist ja auch eine ganz lange Reihe inzwischen mit ganz vielen Disney, ich glaube nur die Bösewichte, so wie ich das verstehe. Und hier geht es quasi immer um die Vorgeschichten der Bösewichte, warum die eben so geworden sind, wie sie in den Filmen sich eben präsentieren. Und hier steht oben als Überschrift nur, was hat Cruellas Hass dermaßen mächtig werden lassen? Ja, da bin ich sehr gespannt.
was das angeht, weil ich persönlich mochte Cruella eigentlich immer ziemlich gerne, auch schon als Kind. Ich weiß nicht, also ich finde sie eigentlich einen richtig coolen Charakter irgendwie. Besonders immer, wie sie so, ich weiß nicht, ich fand das immer total cool, wie sie da mit ihrem langen Mantel und dann dieser Zigarette und die roten Lippen, das fand ich immer ganz toll als Kind. Und deswegen, ja, habe ich mich jetzt hier für dieses Buch entschieden und hoffe einfach, dass das irgendwie ganz cool werden kann. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte aber schon mal gehört, dass das hier irgendwie der schlechteste Teil der Reihe sein soll, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das nur irgendwie gelesen hatte am Rand oder ob das jetzt wirklich so ist. Ich bin sehr gespannt und ich weiß jetzt auch nicht, ob man die in chronologischer Reihenfolge lesen sollte. Wenn ja, ja, habe ich die anderen jetzt gar nicht hier. ähm, aber ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie dieses Buch wird. Dann für ein Taschenbuch habe ich mich für Iron Creek Our Secrets Hayden von T.C. Daniels entschieden. Denn da kommt jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, sogar am 1.9. der zweite Teil zu raus. Und deswegen dachte ich mir, jetzt wird es Zeit, dass ich ihn endlich lese. Ich habe es letzten Monat einfach nicht mehr geschafft. Ich habe es die ganze Zeit schon so im Augenwinkel gehabt, dass ich es unbedingt bald lesen möchte. Es geht um Hayden und er ist gerade noch damit beschäftigt, den Tod seiner Frau zu verarbeiten, damit klarzukommen, jetzt als alleinerziehender Vater für seinen gehörlosen Adoptivsohn da zu sein. Dann droht aber schon der nächste Schicksalsschlag, denn in dem Testament hat seine verstorbene Frau ja, verfügt, dass eben der Sohn seinen richtigen Vater kennenlernen soll. Und das ist niemand anderes als der super bekannte, laute Rockstar Ford Benning. Und ja, Hayden ist natürlich dagegen eigentlich und tut dann alles, um eben um den eben zu manipulieren, dass er ihm ja seinen Adoptivsohn nicht wegnimmt. So verstehe ich das. Und dann wird aber so langsam aus dieser Feindschaft eine Freundschaft und aus der Freundschaft vielleicht noch mehr. Und es hört sich total an. Ich liebe alle Bücher von T.C. Daniels, also wird das hier auch keine Enttäuschung werden, das weiß ich schon. Und ich bin super gespannt, wie das wird und freue mich dann auch schon total, wenn Band 2 bei mir einzieht. Und das kann ich dann, je nachdem, wie schnell ich es schaffe, das zu lesen und wie schnell Band 2 bei mir ankommt, das direkt da hinten dran lesen, weil ich liebe sowas. So, und die letzte Karte war ja ein Buch aus einer Buchbox. Da hat es mir auch so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, einfach weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und ich habe mich jetzt für ein Buch entschieden, was ich glaube vor 2 Monaten, bin ich mir ziemlich sicher, schon mal auf der Liste mit war. Und da hatte ich es nicht mehr geschafft, es zu lesen, nämlich The Witches of Silent Creek. Unendliche Macht. Denn da dachte ich mir, ich nehme es jetzt einfach nochmal mit drauf, weil ich ja, wie eben angesprochen, für mich ist ab jetzt Halloween. Für mich ist ab jetzt die Gruselzeit und die übernatürliche Zeit. Und ich denke, ein Buch mit Hexen bietet sich dafür ja eigentlich sehr gut an. Deswegen, ja, musste ich das jetzt einfach nochmal mit draufpacken. Hier über die Geschichte weiß ich auch nicht wirklich viel, aber ich möchte mich selbst auch nicht so viel spoilern. Hier hinten steht nur drauf: We are the children of the witches they could not burn. Und das hört sich ja schon total cool an. Band 2 habe ich auch schon hier. Ich weiß nicht, ob der danach abgeschlossen ist oder nicht. Aber da bin ich auf jeden Fall dann ausgerüstet, falls mir das so gut gefällt, dass ich direkt weiterlesen muss oder falls es hier einen ziemlich schlimmen Cliffhanger gibt. Das war's schon wieder mit meinem Bokopoli für diesen Monat. Oh, wie schlimm. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl und habe auch ziemlich verschiedene Sachen, finde ich. Das ist ja auch schon mal ganz cool. Ich muss auch sagen, dass ab jetzt, ab September, es sowieso so ein bisschen anders ist vom Lesen her. Keine Ahnung. Weil ich habe mir tatsächlich auch eine Herbst-Halloween-Leseliste zusammengestellt, aber dazu wird es kein separates Video geben, weil das ist sehr vage und es ist halt auch, ja, ich habe das quasi so, dass ich dann zwar diese Leseliste habe, aber jetzt mich nicht daran halte, explizit. Und ich kann immer auch noch wieder Bücher austauschen, neue kommen mit rein und es ist halt, ja, also mal schauen, inwieweit ich mich daran halte. Ich kann sie gerne gleich nochmal einblenden, dass ihr sie mal gesehen habt. Hier könnt ihr die vorläufige oder aktuelle Leseliste für die nächsten paar Monate sehen. Ich mache nur mal einen ganz groben Überblick. Ja, also das ist erstmal das, was geplant ist, aber wie gesagt, es kann sich alles noch austauschen und ändern und
Ja, aber ich bin super zufrieden mit dieser ganzen Auswahl und ich freue mich auf jedes einzelne Buch so sehr. Ach, ich kann es kaum abwarten. Und ich bin tatsächlich auch noch auf der Suche nach irgendwie coolen Halloween, ja, Lese-Challenges, irgendwelche Readathons oder sonstiges. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am Suchen, ob ich irgendwas Cooles finde, weil da habe ich so Lust drauf und wie gesagt, ich liebe Halloween, deswegen muss es eigentlich passieren. Ich bin schon gespannt, ob ich bald jetzt mal was finde. So viel habe ich jetzt online noch nicht gefunden. Ähm, aber ja, nur dass ihr Bescheid wisst, weshalb das wahrscheinlich so ein bisschen, keine Ahnung, falls ich die Bücher aus dem Monat mal nicht schaffe, einfach weil andere dann Priorität haben aktuell. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne schreiben, ob ihr auch an irgendwelchen Challenges oder sonstiges teilnehmt für Halloween explizit, ob ihr euch auch so eine Leseliste zusammengestellt habt, ob ihr auch in der dunkleren Jahreszeit oder sobald es in Richtung Herbst geht, auch in einer bestimmten Leselaune seid. Das finde ich auch immer sehr interessant. Ja, ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder.